Wie kann künstliche Intelligenz Ärztinnen und Ärzte dabei unterstützen, Diagnosen in Zukunft noch zuverlässiger und schneller zu stellen? Daran arbeiten Alexander Hammer und Martin Schmidt am Institut für biomedizinische Technik und die stellen mir gleich ihr Forschungsprojekt ECG X-Fusion vor. Wie unterstützt denn künstliche Intelligenz Ärztinnen und Ärzte dabei, Diagnosen zu stellen? In der heutigen Zeit werden ja immer mehr Vitaldaten erfasst. Also du kennst das, du trägst deine Smartwatch. Das heißt, nicht nur in der Klinik mit modernen Geräten, sondern auch außerhalb der Klinik gibt es immer mehr Vitaldaten, die erfasst werden können, wie das Elektrokardiogramm, also die elektrische Herzaktivität. Und diese Daten klinisch auszuwerten, bedarf natürlich eine große Menge und immer größer werdende Menge von Ärztinnen und Ärzten. Wir wissen, vor allen Dingen in Deutschland und in der westlichen Welt haben wir das Problem des demografischen Wandels. Wir haben dieses Personal eigentlich nicht. Und gerade hier kann KI ansetzen, große Datenmengen strukturiert auszuwerten und Empfehlungen und Vorauswertungen für die Kliniker zu geben und auch unabhängig von Müdigkeitserscheinungen oder Fachwissen, was vielleicht im ländlichen Bereich bei niedergelassenen Hausärzten nicht so vorhanden ist wie bei spezialisierten Kardiologen wie im Herzzentrum, dass solche Technologien quasi da weiterhelfen können. Was genau habt ihr denn entwickelt? ECG X-Fusion ist im Prinzip eine neuartige KI-Architektur. KI hat generell die Stärke, aus großen Datenmengen kleine subtile Muster zu erlernen und die dann auf unbekannte Daten anzuwenden. ECG X-Fusion besteht aus zwei unterschiedlichen Modellen, die einfach durch ihre bestimmte Architektur selbstständig Rhythmus- und Morphologiemerkmale erlernen. Und diese relevanten Merkmale, die zur Entscheidung beitragen, können wir dann im EKG direkt in Farbe darstellen. Und Rhythmus und Morphologie sind deshalb interessant, weil das genau die zwei Merkmalstypen sind, die Ärztinnen und Ärzte auch bei der manuellen Analyse eines EKGs betrachten. Die gucken also, ist der Rhythmus regelmäßig, der Herzrhythmus, und ist die Wellenform, also die Morphologie in irgendeiner Weise verändert, sodass man auf ein bestimmtes Krankheitsbild schließen kann. Basierend auf diesen KI-Entscheidungen kann dann natürlich ein Diagnosevorschlag für Ärztinnen und Ärzte getroffen werden. Dieser sollte am besten möglichst transparent sein, sodass Ärztinnen und Ärzte den Diagnosevorschlag eben auch problemlos nachvollziehen können, denn am Ende tragen sie die Verantwortung für die Diagnose. Ihr befindet euch gerade in der Testphase mit dem Herzzentrum Dresden. Wie läuft das? Also ECG X-Fusion ist technisch bereits validiert. Wir konnten also zeigen, dass bestimmte kardiovaskuläre Erkrankungen sehr akkurat identifiziert werden können und dass diese Erklärungen, die dann im EKG farblich dargestellt werden, nicht nur schön ausschauen, sondern wir konnten auch systematisch zeigen, dass eben genau das Lehrbuchwissen dort abgebildet wird, dass die Modelle also entsprechend medizinischen Lehrbuchwissens Merkmale erlernen und die dann für die Diagnoseempfehlung verwenden und im EKG darstellen können. Im Herzzentrum Dresden und bei einem ambulanten Partner, der direkt hier am Fetscherplatz sitzt, untersuchen wir gerade, wie mit ECG X-Fusion einerseits die Diagnose verbessert werden kann im Vergleich zum Stand der Technik und wie die Akzeptanz der Technologie, wir sprechen ja hier von einer KI, also ein sensibles Thema, unter Ärztinnen und Ärzten und Patienten ist. Und dazu haben wir eben 3 Ärztinnen und Ärzte, die unabhängig voneinander ohne Diagnoseunterstützung, mit herkömmlicher Diagnoseunterstützung und mit ECG X-Fusion EKGs mit verschiedenen Krankheitsbildern analysieren. Und daraus leiten wir ab, wie ECG X-Fusion einerseits zum Stand der Technik die Genauigkeit und die Geschwindigkeit der Diagnostik beeinflusst und zum anderen untersuchen wir dabei natürlich die Akzeptanz. Und wie genau geht es denn jetzt weiter mit ECG X-Fusion? Also was sind die nächsten Schritte, die anstehen? Nachdem wir letztes Jahr zusammen das LifeTech-Lec Implikationsprogramm besucht haben und den Businessplan von der Forschung in die Überführung in ein Produkt aufgestellt haben, haben wir jetzt das Ziel, bis Ende 2028 diese Technologie in ein Medizinprodukt zu überführen. Das fordert eine Validierung, also eine klinische Studie
und am Ende auch den Zulassung als Medizinprodukt selbst, also diesen Prozess. Da sind wir gerade dabei, verschiedene Förderungen dafür zu akquirieren, dass wir bis Ende 2028 ein Produkt haben, was für Patienten zugänglich ist und was von der Medizin eingesetzt werden kann. Und unser langfristiges Ziel ist, dass diese Technologie Selbstlernmerkmale erlernt, die bisher noch nicht dazu geführt haben, dass bestimmte Krankheiten mittels EKGs diagnostiziert werden können, aber in Zukunft mittels unserer Technologie nicht invasiv neue Anwendungsfelder erschließt.